Ja, und dazu begrüße ich in Berlin den Journalisten und Piloten Tim van Beveren. Durch was kann denn die Entwicklung verunreinigter Luft im Cockpit ausgelöst werden? Ja, es gibt verschiedene Ursachen natürlich, die hier eine Rolle spielen können, aber alle Anzeichen und vor allem auch die hier inzwischen vorliegenden Originalberichte der Piloten lassen doch eine ganz deutliche Spur in eine Richtung vermuten, und das ist verbranntes Triebwerksöl. Ich zitiere mal, der Vorfall ist ja eigentlich gemeldet worden als ein Fall mit Enteisungsflüssigkeit. Insofern hat die Germanwings den Vorfall gemeldet, aber da kommen Zweifel auf. Man könnte meinen, sie haben es etwas runtergespielt, denn der Kapitän schreibt selbst in seinem Bericht: Doch der intensive Geruch, den ich wahrgenommen und dessen körperliche Auswirkungen ich gespürt habe, hatte definitiv keinerlei Ähnlichkeit mit dem von verbrannter Enteisungsflüssigkeit. Und es gibt ein weiteres Dokument des Lufthansa Medizinischen Dienstes, der sich auch nochmal mit den Piloten und deren Gesundheit befasst hat, und da spricht auch sehr eindeutig von eigentlich genau den Symptomen, die auftreten, wenn es sich um eine sogenannte Triklysalphosphatvergiftung handelt, also wenn TCP eingeatmet wird. Klären Sie uns auf, was heißt das konkret? Wo kommt das her, der Stoff? Der Stoff kommt aus dem Öl im Triebwerk, weil die Luft im Flugzeug vom Triebwerk abgezapft wird und dann in die Kabine geleitet wird. Das macht man ungefähr seit 1958. Früher war es so, dass man die Luft außen am Rumpf abgesaugt hat. Die Firma Boeing hat das vor ein paar Jahren mit dem neuen 787 wieder revidiert. Da wird die Luft nicht mehr vom Triebwerk abgezapft. Man hat inzwischen Triebwerke als eine potenzielle Gefahrenquelle auch erkannt. Nämlich dadurch, dass sich das Öl, was austreten kann, erhitzt, kommt es in den Luftkreislauf und wird eingeatmet. Und im Öl befinden sich neben krebserregenden Stoffen eben auch ein Nervengift in einer geringen Konzentration, aber doch so ausreichend, dass, wenn ich es intensiv einatme, genau diese Symptome auftreten können, wie hier es erfolgt ist. Und wenn die Piloten dann nicht sofort die Sauerstoffmaske aufziehen, dann kann es auch ganz schnell böse enden. Nun wird immer wieder über die Sicherheit von Billigfliegern diskutiert. Lässt sich denn hier ein Zusammenhang herstellen? Das Problem betrifft alle Airlines. Das betrifft die großen wie die kleinen. Wir haben ja in der ARD mehrfach darüber berichtet. Die Air Berlin hatte solche Vorfälle, auch Lufthansa hat solche Vorfälle. Allerdings haben sie nie zugegeben. Und ich weiß, dass die Lufthansa noch vor ein paar Wochen extreme Probleme mit ihrem Flaggschiff, dem Airbus A380, hatte. Da wurden Triebwerke sogar gewechselt, genau wegen solcher Probleme, Geruchsbelästigung in der Kabine. Vielen Dank für diese Informationen. Tim van Beveren war das aus Berlin.